ich habe dann immer gesagt, ich bin nicht kreativ. Ja. Ne? Das hat sich ja eingefleischt. Ja. Und dann habe ich an mir ja, also ich habe mich dem hinweg du hast dich darüber hinweggesetzt. Genau, Ja. hinweggesetzt und habe dann gelernt, ich bin gar nicht so unkreativ. Hallo liebe Maren. Hallo, liebe Nicola. Da wären wir wieder. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Hallo liebes Publikum. Hallo, liebe Zuschauer. So, heute geht es um Glaubenssätze. Was sind Glaubenssätze? Ich würde sagen, einen kleinen Abriss, so, damit der Zuschauer sich vorstellen kann, worüber wir so reden möchten. Ja. Glaubenssätze. Das sind Dinge, die wir verinnerlicht haben, die wir als wahr ansehen und danach einfach handeln, bewusst, unbewusst, automatisiert und so weiter. So würde ich jetzt grob Glaubenssätze erstmal beschreiben. Dinge, an die, das sagt das Wort eigentlich auch schon, ne? Dinge, an die wir glauben, Ja. Sätze, Sätze. an die wir glauben. Aber wo kommen die Sätze her? So, und da hatten wir ein spannendes Beispiel vorhin und ich finde Beispiele immer am besten, dann ist es greifbar. Ja. Vorhin haben wir über Stricken gesprochen. Genau. Und da sind wir über Glaubenssätze gestolpert. Und so hat sich auch das Thema heute entwickelt. Und da gibt es sehr viele Beispiele. Ja. Nehmen wir einfach mal dein Stricken. Genau. Wir kommen auf die Kindheit zurück. Kann man schon mal vorwegnehmen. Die Kindheit ist die Zeit, wo diese Glaubenssätze uns eingehämmert werden. Überwiegend. Ja, Also überwiegend. Die meisten Genau. Glaubenssätze hat man von den Eltern auch übernommen. Automatisch. Ja. Weil wir sind klein, wir sind verwundbar, wir sind auf Liebe angewiesen, ne? Und du hörst auf jedes Wort, was so in deiner Umgebung ist. Ja. Und alles wird, also du bist ja als Kind auch noch sehr offen, du bist ja wie so ein Schwamm. Genau. Also anders als wir sind ja jetzt schon geprägt und können uns abschirmen und so weiter. Im Gegensatz zu den Kindern. Genau. Kinder sind generell noch sehr offen und saugen alles auf wie ein Schwamm. Und das wird dann halt auch abgespeichert. Und weil wir nicht alles wissen, was wir abgespeichert haben, ist ja auch vieles unbewusst. Genau. Und einige dieser Glaubenssätze, die fallen uns dann irgendwann mal auf, vielleicht weil sie uns im Wege stehen. Das sind meistens die Glaubenssätze, die irgendwann störend werden und die dann halt bewusst werden, weil sie irgendwann uns im Wege stehen, ja, wie ich gerade gesagt habe. Oder soll ich meine Geschichte mal erzählen? Sehr gerne. Schon? Ja, Kindheit. Kindheit, also Grundschule. Und viele Mädchen haben das schon gestrickt und haben das eben halt von ihren Eltern beigebracht bekommen. Und ich hatte in Kunst bei meiner Lehrerin eine 6. Wie kann man in Kunst eine 6 haben? Das geht eigentlich gar nicht. Doch, hat sie mir gegeben. Frechheit. Weil ich war natürlich auch nie motiviert, ne? Weil sie mich ja auch nie ein bisschen gepusht hat. Ja. Oder auch mal, du kannst das vielleicht besser oder nichts. Also es war immer von vornherein, also Maren... Also eine 6 ist schon echt Ja, eine Frechheit. Maren kann sowieso nichts. Das ist, So. das ist echt fies. Ja. Und ich habe das deswegen erzählt, weil das ist meine große Leidenschaft heute, zu stricken. Das ist es Ich wirklich. habe auch mein Strickzeug mit dabei. Ja. Das wird ein Top. Sieht man noch, ne? Ich bin hier beim Rückenteil. 1A. Und ich habe tatsächlich, also meine Oma hat mir das Stricken beigebracht. Und es ist natürlich, wenn man einem jungen Menschen das Stricken beibringt, das klappt natürlich noch nicht so schnell, ne? Wie ich heute stricke. Und da haben meine Eltern dann auch immer gesagt, oh, lass das doch. Die War kann nicht das so. sowieso nicht. Ja, ja. Und so, und ich, aber irgendwie so Maschen aufnehmen und rechts und links stricken habe ich dann irgendwie begriffen. Und bis ich angefangen habe zu arbeiten, eine Arbeitskollegin,
Die hat auch gestrickt und die hat mir dann das nochmal den Feinschliff beigebracht und seitdem bin ich am Stricken und am Machen und am Tun. Und ich erzähle die Geschichte häufiger, dass ich wirklich in Kunst eine 6 hatte. Und ich wurde auch nie gefördert, ne, zu was anderem. Es wurde immer gesagt, nein, kann nichts. Und ich bastel für mein Leben gern. Das ist so gemein. Also wir wollen bei Glaubenssätzen bleiben. Ja. Also im Grunde, lass uns darauf konzentrieren. Ja, genau. Wenn die Glaubenssätze, dir wurde gesagt, du kannst es nicht. Genau. Und dann macht man natürlich da auch nicht weiter, bis man dann vielleicht Glück hat, dass da eine Person kommt, die einem... Ja, das war Glück, weil die hat dir dann die Angst genommen und auch, ich versuch's vielleicht trotzdem, weil bei Glaubenssätzen ist es ja dann so, viele fangen ja noch gar nicht mehr an. Also weil du ja schon Angst hast zu versagen. Ja. Darum geht's ja. Es geht darum, bei einem Glaubenssatz, ich kann nichts, ich bin es nicht wert, ne? Und dann die Note tut noch ihr Übriges. So, und dadurch ist dann abgespeichert, bewusst, unbewusst, ich kann ja nichts. Und das muss jetzt nicht nur aufs Stricken sich dann beziehen, sondern das kann man natürlich dann auch auf viele andere Bereiche übertragen, wo man dann eher in Ladehemmung ist, während andere, die vielleicht immer gesagt bekommen haben, du bist toll, das schaffst du, das kriegst du, ne? Die sind ganz anders davor, die laufen dann los. So, und jetzt bei dem Glaubenssatz, ja, du kannst ja nichts, der kommt dann gerne auch mal in neuen Projekten hoch, wenn man was Neues ausprobieren möchte. Und dann im Inneren aber eigentlich ist so, ja, ich kann ja nichts. So. Ja, es hemmt auch. Und wie es hemmt. Und das eben halt dann auch so in Strickkreisen wurde dann jetzt eben halt auch gesagt, das ist ja kein Zauberwerk. Das kann man sich... Wohl wieder runtergemacht sozusagen. Also wie, es wurde entzaubert. Entzaubert. Man das eben halt, also jeder kann das schaffen, wenn er das möchte. So. Ja, wie mit allen anderen Dingen auch. Absolut. Und das motiviert mich jetzt noch was Neues zu sagen aus meinem Leben. Ja. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ein Musikinstrument zu lernen. Ja. Und da habe ich mich nie irgendwie rangetraut. Ich habe immer nur auf andere geschielt und war immer so ein bisschen, was heißt auf andere, insbesondere auf meinen Sohn, ne, der das der Noten lesen kann, der ein Instrument kann und. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, ich probiere es auch selbst jetzt mal. Aber da hingegen musste ich erstmal ganz viele Glaubenssätze überwinden, um überhaupt dahin zu kommen, mir das erlauben zu dürfen, also dass ich das überhaupt könnte noch. So. Also bei mir war immer im Kopf, so spät noch irgendwie ein Musikinstrument. Das ist auch ein Glaubenssatz. Absolut. Ja, das ist du bist zu alt für irgendwas. Ja, genau. Du bist zu alt. Ja, genau. Du bist nicht schön genug. Genau, du bist dies nicht genug, das nicht genug. Also im Grunde so ein Mangelbewusstsein, was einem da eingeprägt wird. Also da möchte ich auch nochmal hinweisen, wenn ihr mal darauf achtet, ist so viel auf Mangel. Also es ist ja nicht, weißt du, es wird grundsätzlich darauf hingewiesen, wenn du was nicht kannst oder wenn du was schlecht machst. Und das ist unheimlich bremsend und nicht förderlich für die Entwicklung von Kindern, Erwachsenen und überhaupt. Also im Grunde das Wohlwollende und das Unterstützende ist das, was jeder Mensch im Grunde braucht. Und ich glaube, unsere Generation, jetzt greife ich mal vorweg, hat einen richtigen Whammy abgekriegt. Also ich glaube, dass die heutigen Kinder teilweise schon mehr Unterstützung bekommen als jetzt, oder? Ja, wir haben natürlich auch aus unserer Kindheit gelernt. Also ich habe immer doch eher schnell gelobt als Mutter. Genau, weil du gemerkt hast, was es mit dir gemacht hat als Kind. Das ist Bewusstheit, das ist genau das, da bin ich ganz bei dir, dass man aber im Grunde auch wieder hauptsächlich die schlechten Sachen erinnert und die will man dann bei seinem Kind anders machen. Genau. Das finde ich auch, was ja gut ist. Also man möchte sich prinzipiell verbessern,
Ja, aber wir kommen jetzt ein bisschen ab von den Glaubenssätzen. Aber es ist wirklich alles in der Kindheit werden die gelegt. Die Sachen gelegt, ganz genau. Ja. Und die sind so tief verborgen, diese Glaubenssätze, dass man sie teilweise gar nicht mehr mitbekommt. Stimmt. Ja. Also die sind ja im System drin. Sie sind in jeder Zelle deines Körpers abgespeichert. Genau. Und dein Körper speichert das alles und der hört ja auch immer dauerhaft zu. Muss man sich mal einmal bewusst machen. Ja. Dass der Körper in wie viel Triaden von Zellen und so weiter und jedes Wort, das wir sprechen, hört der Körper mit. So. Ja. Und deswegen, wenn wir jetzt wieder auf die Glaubenssätze kommen, wo wir aufgesogen haben wie ein Schwamm, wo wir gar nichts für konnten, weil das ja normal war, weil das unser Umfeld war, egal welches es war. Und es geht hier nicht um, der hat mehr Leid, weniger Leid und so weiter. Das Grundprinzip bleibt das gleiche, dass du als Kind das abspeicherst und nachher als Erwachsene teilweise gar nicht mehr weißt, wieso agierst du wie und reagierst so und so, weil das so tief in dir drin ist, dass du dann einfach nur noch reagierst. So. Und es kommt erst mit wachsender Bewusstheit, dass man dann, das Stichwort, was du jetzt gerade gesagt hast, das, was du meinst, was du schlecht erinnerst aus der Kindheit, das versuchtest du ja dann besser zu machen mit deinen Kindern. Ja. Ob die das jetzt wiederum besser fanden, aber vom Prinzip habe ich verstanden, dass man es eigentlich immer besser machen möchte. Genau. Was man dahingehend auch wieder, wir können nicht, wir sind alle, keiner ist perfekt, aber jeder aber gibt wir versuchen das. Ja. Ne, wir versuchen. Genau. Und deswegen der Aufruf, aufzupassen, was man sagt oder aufzupassen, auf was man denkt. Wenn man dann diese Dinge schon ins Bewusstsein gerufen hat, dann merkt man das dann. Manchmal sind die Dinge auch schon ausgesprochen, bevor man drüber gedacht hat, aber hilft Bewusstheit. Genau. Und dann kann man es ja auch wieder umformen. Ne? Genau. Also ich habe dann immer gesagt, ich bin nicht kreativ. Ja. Ne? Das hat sich ja eingefleischt. Ja. Und dann habe ich an mir also ich habe mich dem hinweg du hast dich darüber hinweggesetzt. Genau, ja. hinweggesetzt und habe dann gelernt, ich bin gar nicht so unkreativ, wie alle das immer gesagt haben. Und kommt da nicht auch der Gedanke immer auf und dieser ein bisschen so, was wäre bloß aus mir geworden, wenn es, weißt du, so. Und das ist auch wieder so ein Fallstrick, wie ich finde, weil dann fängt man wieder an, auf sich wieder, also ich kann nur von mir reden, dann denke ich so, wenn meine Mutter mit mir nicht geraucht hätte im Mutterleib, also sie hat zum Beispiel geraucht, was wäre bloß aus mir geworden? Ne, so. Oder was, wenn ich gefordert worden wäre, dann hätte ich ja dies und hätte das. Und dieses hätte Fahrradkette, das muss man dann auch erstmal wieder überwinden, finde ich. Ja. Bis man dann irgendwann dazu kommt und sagt, ich mach's trotzdem. Ja. Edgy Badge. Genau. So, und da sind wir jetzt. Genau. Ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem, obwohl vielleicht auch das Innere noch sagt, eigentlich wurde mir ja gesagt, ich kann das ja gar nicht, weil ich bin ja gar nicht kreativ, was gar nicht sein kann, weil wir sind von der Natur aus als menschliche Wesen, sind wir für die Kreativität geboren. Und ich habe auch nie gedacht, dass ich kreativ bin und das bin ich aber. Ja. Bin ich sehr. Ja. Und ich habe Kreativität immer zum Beispiel nur mit Kunst und ich muss jetzt ein tolles Bild malen oder dies oder das. Ja, aber mein Kopf ist kreativ. Ich weiß jetzt, was ich zu erzählen habe. Wenn das nicht kreativ ist, wenn ich das jetzt hier spontan mache und sage, wir kriegen hier schon den roten Faden, das ist kreativ. Ja, genau. Ja, aber das musste ich mir erstmal zugestehen. Ja. Und das hast du ja jetzt gemacht. Und wir haben so tolle Sachen schon erzählt. Und wir werden noch viel mehr erzählen. Und unter anderem werden wir auch einen Strickworkshop irgendwann anbieten, denn ich kann nicht stricken. Ich bringe das Nicola dann bei. Ganz langsam, peu à peu. Können wir schon mal ankündigen, irgendwann, aber es dauert noch. Genau. Aber ich möchte nämlich auch stricken lernen. Ich habe nämlich ganz oft schon angefangen, also bestimmt schon
6 Mal und nie was zu Ende gebracht. Und weil nie einer an meiner Seite war, der mir dann, wenn eine Masche abgeflogen ist, wusste ich dann nicht mehr weiter. Dafür bin ich unter anderem in dein Leben getreten. Siehst du, um mir das Stricken beizumachen. Ja. Genau. Also. Ja, weil für mich ist Stricken wirklich, ist auch ein Glaubenssatz, beruhigt mich. Nee, das hast du gelernt. Du hast gelernt, dass es dich beruhigt. Ja. Das ist ein Erfahrungssatz, würde ich mal sagen. Kein Glaubenssatz. Du hast es ja erst durch die Erfahrung gemerkt, das stimmt, dass es dir gut tut. Ja. Also ich muss tatsächlich, also nicht müssen, aber ich möchte wirklich am Tag, brauche ich so 1 Stunde. Am schönsten ist es, morgens aufzustehen, Tasse Kaffee und dann loszustricken. Strickzeug. Und ich komme wirklich total runter und bin wirklich im Hier und im Jetzt mit jeder einzelnen Masche. So ist es ja. Und das beruhigt das Gehirn. Es ist wirklich, enorm. Ich glaube wirklich, du fokussierst dich auf einen Schritt für Schritt, so wie hier Beppo, der Beppo Straßenkehrer, kennst du? Bei Momo. Nee. Momo und die Zeitdiebe, klare Leseempfehlung, das ist ein Kinderbuch. Da musst du auch rückwärts gehen, um schneller zu werden. Das ist zwar ein Paradoxon, aber es ist wirklich so. Ja? Also, ne, die geht ja rückwärts und macht alles langsamer und dadurch kann sie den Zeitdieben davonlaufen. Und Stricken, da kommst du ins Hier und Jetzt. Wir können irgendwann mal über die Zeit sprechen, das fände ich auch super spannend. Da kann ich sehr viel zu sagen. Und da kommst du auf den Punkt und kommst aus dieser ich muss jetzt rennen und ich muss das noch und das noch und das machen. Aus der Zeitqualität entfernst du dich und kommst mehr auf diese Zeitqualität, die im Hier und Jetzt ist. Und hier und jetzt? Hier und jetzt ist nur quasi die Aufwärtsachse, das jetzt schon mal vorweg. Das andere ist eine horizontale Achse, wo wir laufen. Oh, jetzt muss ich um 8 Uhr da sein. Genau. Das ist so lang. Ja. Und die andere, die Hier- und Jetzt-Achse, die ist quasi so. Nur mal so. Und der Punkt, der Punkt ist das Hier und Jetzt. Ja. Und das bleibt immer gleich. Das ist jetzt schon mal vorweggenommen. Und das kannst du mit dem Atmen auch machen. Ist auch genau. Da komme ich zum Beispiel ins Hier und Jetzt. Ja, aber ich das ist auch. Egal. Also wenn ich es mache, dann bin ich ja auch im Hier und Jetzt. Und da gibt es bestimmt auch noch viele andere Übungen, ganz bestimmt, im Hier und Jetzt zu sein. Aber man kann auch einfach zu sich selber sagen, so, du bist jetzt hier. Ja, jetzt. Und da ist der Atem, muss ich nochmal sagen, der ist immer im Hier und Jetzt. Ja, genau. So, genauso wie Tiere auch im Hier und Jetzt sind. Deswegen, wenn man Tiere beobachtet, da kommt man auch ins Hier und Jetzt. Also wenn du dich auf die einlässt, nicht so, da läuft ein Huhn, so nicht, sondern wenn du die so beobachtest. Ja. Das kommt beim Beobachten, dass man dann irgendwann das Hier und Jetzt so wahrnimmt. Ja. Ne? Aber wir wollten ja nochmal Glaubenssätze, jetzt mal was Positives jetzt, Beispiel, wie man das zum Beispiel ändern kann. Ja. Nehmen wir jetzt dein Beispiel, ich bin nicht kreativ, das hast du abgespeichert, dann hast du jetzt Glück gehabt und Erfahrung und hast da irgendwann gemerkt, ich bin es ja doch. Das ist ein Weg. Ne? So. Ja. Aber wenn du jetzt meinetwegen einen Glaubenssatz hast, der immer wieder, sagen wir mal, ich bin zu fett. Und nehmen wir mal den, weil ich glaube, da spreche ich 98% fast aller Frauen an, die das denken. Also dann, ich bin zu dick. So, und dieses Ich bin zu dick ist schon mal also das ist uns ja auch in die Wiege gelegt worden. Ja. Aus welchen Gründen auch immer, also und wann auch immer. Aber es hat irgendwann bei allen, glaube ich, gefruchtet. Ja. Oder willst du sagen, dass du dein Leben lang gesagt hast, ich bin toll, wie ich bin? Nein. So, und jetzt machen wir eine kleine Challenge. Ja. Ich bin toll, wie ich bin. Ich bin toll, wie ich bin. Wir sind richtig toll, wie wir sind. Wir sind toll. Wir sind richtig toll. Das muss man erstmal sagen. Und versuch das mal. Ihr seid auch toll. Ja, sowieso. Aber das sollte, und es kommt nämlich jetzt nicht darauf an, dass wir wir wollen nicht toll gefunden werden, sondern es muss einfach du musst einfach toll
also du musst wirklich finden, du bist toll, aber nicht, weil andere finden, du bist toll, sondern weil du es spürst, dass du toll bist. So. Ja. Und was meinst du, wie viele gar nicht sagen können, ich bin toll. Ja. Oder ich liebe mich. Ja, genau. Also das sind wirklich Sachen. Oder ich bin schön. Ne? Und das müssen wir auch nochmal, das ist ganz wichtig, jetzt kommen wir zu den Kernaussagen. Ja. Wenn du dir eine Sache sagen möchtest, dann überschreibst du quasi eine alte Sache. Also es dauert, ja. Dann sagt man erstmal, ich bin toll. Ich überschreibe sie aktiv. So, ich kann aktiv da was machen. Wenn mir dieser Glaubenssatz irgendwann im Wege steht, wenn ich jetzt meinetwegen merke, ich fühle mich eigentlich dauerhaft zu fett. Ich bin zu fett und dann findest du, die Hose sitzt nicht, das sitzt nicht, das kann ich nicht tragen, weil das kann ich nicht machen, ich gehe nicht mehr ins Schwimmbad, weil das und so weiter, weil du ständig denkst, du bist zu fett. Und dadurch schränkst du dich ja dann nachher ein. Ja. So. Ja. Das ist ja, im Grunde wurde das irgendwann angelegt in der Kindheit und du glaubst dann daran. Und ich meine, die krasseste Form ist nachher Bulimie oder Anorexie. Da ist das so tief drin, dieser Glaubenssatz. Die können sich angucken, da steht ein Skelett vor dir, aber die sehen es nicht. Das ist das Beispiel, wo du sehen kannst, wie ein Glaubenssatz wirken kann. Genau. Dass du gar nichts mehr essen kannst, weil du denkst, du bist zu fett. So, das ist jetzt das extreme Beispiel. Ich will jetzt aber erstmal sagen, wie man das überschreiben kann. Und da ist es wichtig, das wollte ich sagen, dass du nicht sagst, ich bin nicht fett, sondern, wie ist es richtig? Ich bin gut gebaut. Zum Beispiel. Oder, Gegenteil von fett. Dünn. Ich bin schlank. Ja. Ja? Also, es kommt mir jetzt drauf an, wird nicht gehört im Universum. Und auch in deinem Unterbewusstsein nicht. Darum geht's. Genau. Okay? Da wollte ich nämlich vorhin drauf hinaus. Genau. So, jetzt. Deswegen kann ich eine Unterbrechung ganz schwer. Das ist echt. Also wird nicht. So war es nicht gemacht. Tut mir leid. Das ist immer für mich ganz schlimm, wenn der Faden abreißt, weil ich habe dann eine Linie und dann ist die weg. Das ist auch meine Kreativität. Ja. Das ist dann so, als würde man da auf einmal einen Deckel drauf und dann dann läuft das nicht mehr. Aber ich habe ihn jetzt wieder. Du hast ihn wieder. Wird nicht gehört. Das habe ich gelernt damals. Also das heißt, wenn du dir einen Glaubenssatz einprägen möchtest und du merkst, dass du mit deiner Selbstliebe, da kannst du was dran machen, weil du irgendwie ständig denkst, ich bin zu fett. Das merkst du daran, wenn du immer da so stehst und an dir rummäkelst. Das kennen wir alle. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eins, da können wir mit aufhören. Ja. Da können wir mit aufhören, in dem Moment, wo man merkt, und das ist jetzt Bewusstheit, dass man es wieder macht und das schleicht sich immer wieder ein. Immer wieder. Drauf achten. So, und jedes Mal, wenn du wieder vorm Spiegel stehst und das kommt so schnell, achtet mal drauf. Das ist nämlich, und dann hast du dich wieder dabei erwischt und dann sagst du dir hinterher was Schönes. Genau. So, diese Speckrolle habe ich verdient. Oder ich liebe meine Speckrolle. Oder mein Bauch ist perfekt so, wie er ist. Meine Hüfte gehört genau so, wie sie da ist. Mhm. Ich liebe mich so, wie ich bin. Ja. Und. Weil, man muss es sich erst ins Bewusstsein rufen, dass man es macht und das kommt sofort wieder. Ja. Ich brauche jetzt nur hier rausgehen, wenn ich nicht aufpasse, habe ich schon wieder getan. Ja? Also insofern, und deswegen sage ich das gerade uns Frauen. Und ich weiß, du willst die ganze Zeit was sagen, aber kannst du es dir wenigstens merken, weil ich kann mir nicht merken, was ich dann noch sagen will. Ich merke mir das. Ja, okay, bitte merkst du dir. Ja, ich merke es mir. Bitte. Und ich habe es bei mir gemerkt, mit den alten Glaubenssätzen, durch Eifersucht. Und das ist jetzt nämlich spannend, weil ich war nachher sauer auf die Männer. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja, weiß ich. So, ich war sauer auf die Männer, weil guck mal, jetzt mache ich auch schon dieses Gefummel. Weil, das ist jetzt wichtig an alle Männer, weil ihr seid nicht schuld.
sondern ich war wirklich sauer, weil ich überall Männer sehe, die ich dann objektiv betrachtet habe, die wirklich vielleicht einen Grund gehabt hätten zu denken, sie sind zu fett, aber nicht im geringsten einen Anschein machen, dass sie zu fett sind und mit einem Selbstbewusstsein durch die Welt gehen. Und ich war dann nachher sauer auf die Männer. Ja. Und dann habe ich im Umkehrschluss irgendwann, das war ein langer Prozess, weil ich habe Männer also häufig verachtet. Und das ist ja nur meine eigene Verachtung. Das ist ja Projektion. Wenn ich jemanden verachte oder eifersüchtig bin, dann ist es ein Teil von mir, den ich noch nicht integriert habe. Ja. So, und jetzt greife ich mal richtig voraus. Ja. Und dieses ganze Männerding, irgendwann habe ich gemerkt, du bist doch nur eifersüchtig auf die Männer, weil die mit einer Selbstbewusstheit durch die Gegend rennen und wirklich Medizinbälle durch die Gegend schieben teilweise, aber sich nichts dabei denken. Nein. So, und dann kann ich mich doch jetzt hinsetzen und sagen, wie unmöglich, wie kann der das machen? Und das machen die meisten. Das kennen wir auch alle. Da fällt wie kann die? Ja, jetzt kommst du erstmal. Ja, bitte. Aber das ist nochmal wieder was anderes. Man sagt ja auch zu den Bäuchen Wohlstandsbäuche. Genau, jetzt kommen wir richtig mal ins Thema. Genau. Ja. Warum sagt man denn bei Frauen nicht Wohlstandsbauch? Guck dir die ganzen Künstler an, die früher die voluminösen Frauen und so weiter gemalt haben. Das waren Schönheitssymbole. Guck in andere Kulturen und so weiter. Jetzt kommen wir richtig ins Eingemachte, weil wir sind ja gedrillt auf eine Männerwelt. Wir sollen ja den Männern gefallen. Ja. Also das ist jetzt wirklich pauschal, aber tendenziell kann man das wirklich so sagen. Und deswegen will ich uns jetzt nicht als Opfer darstellen. Nein. Wir haben das alles auch mitgemacht, aber jetzt kommen wir wieder auf Glaubenssätze. Jetzt machen wir das nicht. Und jetzt drehen wir den Spieß nämlich um. Tja, so, und das ist nämlich der Punkt. Uns wurde quasi unsere Schönheit abgeredet sozusagen. Es wurde uns eingeredet, wir sind zu fett. Das ist auch die ganze das ganze Ding läuft da drauf. Jetzt rede ich mich hier richtig warm, merke ich gerade. So, aber ich brauche mich darüber nicht mehr aufregen, weil ich habe es für mich erkannt und springe darauf nicht mehr an. Und das ist Bewusstheit. Und das bedeutet, dass ich, wenn ich es jetzt bei mir feststelle und merke, dann schreibe ich es um. Ja. Und dann sage ich mir, da höre ich jetzt mit auf. Wir wollen es jetzt auch nicht zu sehr fastbilden, weil das können wir nochmal separat machen. Das wird nämlich schon ziemlich lang her. Ja. Aber es ist wirklich so, dass ich mir dann sage, und stopp und nochmal das Ganze. Und dann nehme ich das zurück und ich entschuldige mich auch bei mir. Bitte. Einmal kurz was dazu. Ja. Weil mit diesen Glaubenssätzen zieht man ja auch das in sein Leben. Natürlich. Was du denkst und was du fühlst. Ja. Und ich glaube auch daran, dass umso mehr man sich schöne Dinge sagt, dass man das auch in sein Leben zieht. Auf jeden Fall. Ne? Wie innen so außen, was du in den Wald hineinschreist, so halt es heraus. Das ist ein universelles Gesetz. Ja. So, und wenn du mit dir schon so ins Gericht gehst, also im Grunde die meisten projizieren nach außen. So, da sieht man irgendwas und sieht irgendwie eine Frau in irgendeiner, es ist mir tatsächlich mal, ich habe wirklich eine lustige Geschichte. Ich war mal von einem Hintern so fasziniert, ich saß im Bus und ich habe meine Bushaltestelle verpasst. Weil ich so fasziniert auf diesen Hintern geguckt habe, dass ich nicht ausgestiegen bin, weil da wo ich raus musste. Und da bin ich jeden Tag ausgestiegen. Und der Busfahrer hat zu mir gesagt, musst du hier nicht raus? Und ich so, ach ja. So war ich in Gedanken mit dem Hintern einer anderen Frau beschäftigt. So, ich weiß nicht mehr genau, was ich da gedacht habe. Das weiß ich nicht mehr. Aber ich war so damit, so, wirklich. Das weiß ich noch. Da war ich in Freiburg im Bus. So, und da habe ich bestimmt nichts Schönes gedacht, so wie ich früher drauf war. Da habe ich bestimmt irgendwie gedacht, wie kann man so eine Jeans anziehen, wenn man, weißt du, so, oder weißt du, so. Ja. Das ist nicht wohlwollend, die meisten. Nee, also, nee. Ne?
wie oft sagt man, wie kann der nur das und das? Erstmal hat uns das gar nichts anzugehen. Wie kann der nur? Lass ihn doch. Oder die oder das. So. Ja, und das darf jetzt auch aufhören. Das ist mir ein Anliegen. Und kümmere dich um deinen eigenen Kram. Genau. Und deswegen, das ist eine Projektion. Sobald man sich erwischt und sagt, wie kann der nur das? Dann guck mal bei dir. Ja, die dunklen Flecken. So ist es. Und das ist mir ein Anliegen, dass man sich dieser Projektion bewusst wird, dass man aufhört, auf andere abzuladen und dass man, sobald man das merkt, bei sich guckt, wo sind da denn die Sachen? Weil du kannst 1:1 davon ausgehen. Wenn du auf irgendwas eifersüchtig bist, ist es ein Punkt, den du mit dir selbst noch nicht geklärt hast. Ja. Und jetzt, ne? So, und wenn wir jetzt auf das Äußerliche gehen, und gehen da, ne, und sind neidisch auf was. Und ich sage das jetzt, ich war neidisch auf die Selbstverständlichkeit, mit der viele Männer sind es hauptsächlich, weil so viele Frauen kenne ich nicht, die mit einer Selbstverständlichkeit so wirklich selbstbewusst durchs Leben gehen. Also ich kenne nicht viele, wo ich wirklich spüre, die ist wirklich mit sich im Reinen. Komplett im Reinen. Ja. Jetzt mal im Ernst, kennst du jemanden? Ja. Schön. Aber da wollen wir jetzt, sehr schön, aber man kennt nicht viele. Ja, aber deswegen haben wir uns ja auch zusammengetan, um noch mehr Frauen so wie wir anzuziehen. Ja. Genau. Also und bei uns musste es erst im Alter kommen, weil wir diese Glaubenssätze erst überwinden mussten und immer noch müssen. Die sind nicht weg. Also wir brauchen uns nicht einzubilden, dass die jemals weg sind. Man kann nur sie integrieren, sich bewusst machen und dann vielleicht versuchen zu überschreiben und so ist, würde ich sagen, der Weg. Ja. Und nichts, also ich würde sagen, nichts geht, ohne sich einer Sache bewusst zu werden. Nee, Bewusstwerdung ist die Grundvoraussetzung dafür. Ja. Also, Aufgabe, nächste Mal, wenn ihr euch erwischt, wo ihr bei irgendwem was seht, wo ihr denkt so, ach, wie kann die nur? Oder wie kann der nur? Gleich mal den Spiegel umdrehen. Ja. Und dann frag dich mal, wie kann ich nur? Wie kann und so weiter, was es eigentlich ist, was du an dir gerade nicht magst. Weil wenn du irgendwas, ist doch so. Eifersucht, lass uns mal unbedingt einen Podcast über Eifersucht. Wollen wir das mal machen? Ja. Hey. Ja. Eifersucht finde ich auch. Wundervoll. Wundervoll. Und ich habe dich vorhin ein paar Mal nicht machen lassen und du solltest dir das noch merken. War da noch was? Nee, ich habe das schon gesagt. Hast du das schon gesagt? Ja. Oh, dem Himmel. Ja. Das ist nicht, weil ich weiß ja, deswegen verstehen wir uns so gut. Ja. Ja. Deswegen klappt es. Deswegen klappt es, weil wir auch da sehr unterschiedlich sind und auch unterschiedlich agieren, aber das ist wunderbar. Im Endeffekt kommt nachher was Gutes bei raus. Genau, das ist das immer. Und das ist doch das Schönste. Schön. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja. Und bis auch. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank und wir sehen uns wieder. Genau. Hat Spaß gemacht. Ja. So Tschüss. Richtig. Tschüss.